Leute, willkommen zu einer weiteren Folge bei Gitarren im Netz. Schön, dass ihr da seid und ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute ist wieder New Guitar Day, aber ein bisschen anders. New Old Guitar Day. Ja, ich war mal wieder im Urlaub. Stopp. By the way, wenn ihr keine Lust habt, all dem Laber zuzuhören, unten sind Zeitstempel, da könnt ihr in jede Episode springen, in die ihr möchtet oder die euch interessiert, wenn ihr in der Eile seid. Wenn nicht, wäre schön, ihr bleibt bei mir und ich erzähle euch, wie ich an diese Gitarre gekommen bin. Ja, ich war mal wieder im Urlaub, diesmal gar nicht weit weg im Allgäu. Und wie es so oft ist, wenn ich im Urlaub bin, schaue ich auch immer, ob ich irgendwo mal eine neue Gitarre herbekomme. Jetzt war ich in einem kleinen Örtchen im Allgäu und gucke so ein bisschen im Internet, was gibt es hier alles, Metzger, Bäcker. Oh, ein Gitarrenladen. Lodis Gitarrenstadel. Aber der hat nur zweimal die Woche auf, Montag und Samstag. Da habe ich gedacht, da gehe ich doch mal gleich heute am Montag hin und schau mal, was er hat. Ja, der nette Lodis Gitarrenstadel, netter Laden. Ich mache die Verlinkung unten rein in die Infobox, dann könnt ihr da mal auf der Webseite vorbeischauen. Und wenn ihr mal im Allgäu seid, im westlichen Allgäu, dann schaut doch einfach mal bei Lodi rein, wenn ihr Zeit habt, oder ruft ihn mal an. Er ist wirklich sehr, sehr nett und auch sehr kompetent. Ja, wie gesagt, da standen ein Haufen gebrauchte Gitarren rum. Er macht ja hauptsächlich gebrauchte Gitarren. Ich habe so geguckt, plötzlich, bang, eine Ibanez Roadster. Da war ich mir sicher, die ist aus den späten 70er bzw. frühen 80er. Habe ich schnell alle Vitalfunktionen versucht zu überprüfen. Der Lodi hat mir auch ein Amp noch zur Verfügung gestellt, wo ich grob antesten konnte. Alles nichts Langes und dann zack, mitgenommen. Neue Gitarre. Hier ist sie. Die Gitarre war einer meiner Träume aus dem Ibanez-Katalog von 1980. Nein, sie war nicht die Nummer 1. Die Nummer 1 war wechselnd die Artist oder die Musician. Aber auch diese hier war damals schon in dem Katalog. Und immer wenn ich aus der Zeit eine Gitarre sehe, ist halt die Jugendzeit, wo ich angefangen habe zu spielen, dann bekomme ich das starke Bedürfnis zuzuschlagen. Ibanez Artists und Ibanez Musicians sind hoch gehandelte Instrumente. Und an dieser konnte ich hier mit meinen 299 € gerade noch mit dem Budget was machen. Also habe ich gesagt, komm, kauf das Ding, scheint nichts Schlimmes dran zu sein, aber ich konnte natürlich keine echte Bestandsaufnahme machen von diesem Instrument, die mache ich jetzt zusammen mit euch. Und da geht es auch schon weiter zum nächsten Kapitel. Ja, die Roadster RS 100, sie gab es nur 2 Jahre, wie gesagt, von 1979 bis 1980. Sie ist in den Fujigen-Werken gebaut worden in Japan, in dem goldenen Zeitalter von Ibanez, wie viele heute sagen, viele Fans. Man sieht ganz klar die Anleihen an der Stratocaster, kein Schlagbrett, feste Brücke, sehr runde Ecken, das ist ein bisschen abweichend, die Tonabnehmer direkt ins Holz gesetzt, aber ansonsten doch sehr Stratocaster-like. Es gab noch die RS 300, das Spitzenmodell, die ist auch noch 2 Jahre weitergeführt worden. Die hatte noch keinen Switch, um diese sehr, sehr starken Tonabnehmer hier im Coil-Switch, Coil-Split, also ein paar Windungen runterzunehmen, dass sie wieder auf ein normales Niveau kommen. Wir werden noch schauen, wie stark die sind. Jedenfalls wurden die damals als die stärksten Single-Coil-Pickups der Welt beworben. Von wann ist die Gitarre hier? Ich würde ganz klar sagen, sie ist von 1979. Weil wir haben hier eindeutig eine Nummer eingeschlagen. Ja, und diese Nummer sagt H 79 25 1 3. So, wenn wir uns das angucken, das M, also der Buchstabe vorne an, der sagt den Monat A, B, C, D, E, F, G, H. 8. Monat, August. Ja, und dann die zweiten Zahlen ist das Jahr, 7, 9. Und dann die laufende Produktionsnummer. Also wir haben ein Instrument aus dem August 1979.
79. Damit habe ich ein bisschen geflunkert. Sie ist dann nicht ganz 44, sondern erst 43 und ein bisschen. Ab und zu sieht man die Instrumente gebraucht. Ich habe hier mal ein Beispiel, die ist für 2,80 über den Tisch gegangen, aber da waren schon viele Teile. Der Hals war, glaube ich, anders, der Tonabnehmer war ausgetauscht. Man sieht sie aber auch für wesentlich mehr Geld. Ich mache mal ein paar Beispiele hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit meinen 299 zu viel bezahlt habe, aber ich glaube, es ist in Ordnung. Ja, auffällig, wie gesagt, wir haben hier eine String-Through-Body-Konstruktion mit Sustain-Block, diesem Alucast-Brücke. Und der Mensch, der die Gitarre hier gemacht hat, der gute Lodi, der hat die Top-Load gemacht und nicht hinten rein. Das werden wir natürlich ändern. Schauen wir mal, was sich dann auch im Klang noch ändert. Wollte ich mal ausprobieren. Warum er das gemacht hat, bleibt sein Geheimnis. Ja, hier vorne die kleinen Niederhalter, die sind ganz einfach gemacht mit einer Unterlagscheibe. Und wir haben noch die originalen Tuner, die aber ihren Dienst noch ziemlich gut tun. Was auffällig ist, hier haben wir diese 2-Punkt-Befestigung im Internet und ab 1980 findet man eigentlich diese 4-Punkt-Befestigung. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich hier nur eine Zweierverschraubung ist. Wer es weiß, bitte rein in die Comments, was wir hier sehen können. Normalerweise 4-Punkt-Verschraubung, aber die Gitarren sind meist von 1980. Vielleicht war da am Anfang auch noch die Verschraubung und ist dann umgestellt worden. Was man auch oft sieht an der Stelle ist, dass hier die Büchsen gebrochen sind oder aus dem Holz rausgebrochen sind. Das kommt halt dann, wenn ich Kabel dort einstecke. Vor allen Dingen früher solche schweren Spiralkabel. Dann hat das hier schon einen sehr großen Hebel. Und man sieht öfters bei allen Instrumenten von Ibanez, auch den Musicians, die diese Buchse auf der Zarge haben, dass die Sachen hier ausgebrochen sind und nachträglich repariert werden. Das sollte man nicht machen. Klar, bei meinem Sender ist das kein Problem. Wenn man so was macht, dann sollte man eben so einen Winkelstecker nehmen. Der hat nicht so einen großen Hebel. Was an der Gitarre nicht mehr original sind, sind die Knöpfe hier auf dem Ton und auf dem Lautstärkeregler. Die Pickups sind original. Die Alucast-Brücke ist auch original. Wie gesagt, die Tuner auch. Die Halsverschraubung hinten auch. Ist eigentlich alles noch original. Gehen wir kurz die Specs durch. Der Body, Solid Body, das Material in der Mitte Mahagoni und dann eine Decke und eine Zarge, also Boden und Decke, sind dann aus Maple, also aus Ahorn. Die RS300 hat ein anderes Holz. Wir haben Bolt-on-Neck, diese gegossene Alucast-Brücke, die Shure-Grips im Original, die Farbe war Chrom von allem. Der Necktype ist spezieller Roadster-Hals, ein Piece Maple, also kann man auch sehen, der ist einteilig. Die Scale-Länge wird hier angegeben mit 25,5. Das messen wir mal gerade nach. 25,5. Ja, auch das Fingerboard ist Maple, schwarze Einlagen. Bünde, ein Knochensattel, weiß nicht, ob es Knochen ist, das sieht aber noch sehr original aus. Die RS100 hatte Knochen mit Messing. Dann die Tuner, wie gesagt, geschlitzte
habe ich ja schon gesagt, alles noch im Original. Dann die Single Coils, 3 Single Coils, 5-Weg-Switch in der bekannten Strat. Und wie gesagt, diese Super 6 sollten die stärksten Single Coils sein, die auf dem Markt sind. Wir werden es gleich noch nachmessen. Ja, Master Volume, Master Ton, Master Volume, Master Ton und wie gesagt die Büchse, 2 normale Knöpfe für die Gurt. Das war's. Kopflastig ist sie nicht, ganz normal. Ja, und vom Gewicht her ist sie moderat. Ja, das wiegt die Gitarre. Und das in Pfund. Ich habe, wie gesagt, im Geschäft schon mal angeschaut, die Krümmung ist in Ordnung. Die Seitenhöhe ist ein bisschen hoch für mich wieder. Mal gerade schauen, ob wir die messen können. 12 Bund. Die ist 2 mm. 1,75. Also wie gesagt, ihr kennt ja meine Vorliebe für 1,25. Ich werde versuchen, sie noch runterzubekommen. Mal schauen, ob es geht. Dead Spots habe ich keine entdecken können. Und dann doch plötzlich einen auf der dünnen E-Seite, aber da war der Pickup hier zu hoch, da hat tatsächlich die Seite mit dem Pickup kollidiert. Das war aber nicht der Lodi, das war ich, weil ich habe an den Dingern rumgeschraubt.
die Gitarre im Zustand? Die hat schon viel gesehen. Die ist auch viel gespielt worden. Und das sieht man ihr auch an. Ja, der gute Lodi hat dann auch noch, wie gesagt, so ein bisschen Relikt gemacht. Selbst aged. Und naja, ist okay. Ach, hier sieht man auch so ein bisschen, wenn man beim Licht gut sehen kann, so vielleicht besser. Ob das hier Serie ist, weiß ich nicht. Normalerweise sieht man es nur mit 4, aber ich habe auch schon noch eine andere gesehen mit dieser Befestigung. Wir werden noch sehen, was dort darunter ist. Aber wie gesagt, erst im Deep Dive. Ja, sie hat einiges gesehen, aber sie ist durchaus noch in einer guten Struktur. Kommen wir zum Resümee, unsere Bestandsaufnahme einer Vintage-Gitarre, die 44 Jahre alt ist und nur so viel gekostet hat wie eine Budget-Gitarre. Also ich glaube, im Grunde genommen habe ich hier eine richtig gute Substanz bekommen an Gitarre. Mit viel Originalität aus dieser Zeit. Pickups, Brücke, Tuner, alles noch original. Von daher gut. Die äußere Anmutung macht mir nichts aus. Ich finde das absolut in Ordnung. Die Gitarre dieses Alters darf zeigen, was sie alles erlebt hat und auch, dass sie jemand mal verschönert hat. Auch gut. Einzig und allein die Leistung dieses Pickups hier, die wird mir nicht klar. Diese 500 und plus Kilo Ohm, Entschuldigung. Wer dazu was weiß, wie das kommen kann und ob das eventuell auch mit dem komischen Reglerverhalten hier da am Stegweg zusammenhängt, da wäre ich dankbar, wenn jemand was dazu sagen könnte. Und vielleicht weiß jemand die Historie der Verschraubung am Hals, ob das, wann das geändert worden ist oder wie auch immer. Ja, ansonsten, der alte Preis in D-Mark damals war angegeben mit 689 €, also hätte ich die damals auch kaufen können. Ich hatte nämlich 850 oder 880 zur Verfügung, habe ich aber nicht gemacht, sondern die gute Washburn Stage A10 gekauft, zu der gibt es auch einen schönen Film. Ich habe ja noch eine etwas ältere Japan-Vintage-Gitarre hier im Hause, die nicht bei mir ist, sondern bei meinem Sohn, die Aria Pro 2 Stagecaster. Da gibt es ja auch einen schönen Film drüber, den verlinke ich euch auch oben mal. Und die zeigt genau wie diese hier die grundsolide Substanz im japanischen Gitarrenbau dieser Ära. Und ich glaube, deswegen ist die heute auch noch so gut und auch noch bespielbar. Ich habe den Lodi nochmal angeschrieben und habe geschrieben: Hallo Lodi, kannst du mir noch was mehr zur Historie von der Gitarre sagen, wo du so gekauft hast und so weiter. Also er hat sie getauscht gegen ein transparentes Stück derselben Serie, die anscheinend in einem viel besseren Zustand war, die aber wohl schlechter geklungen hat, wenn ich das so richtig aus der E-Mail interpretiere. Und er schreibt ja auch, und dieser dunkle Klang, der hat ihm so gut gefallen. Also in der Tat, der Klang dieses Instrumentes ist sehr dunkel. Wir werden im zweiten Test auch noch einen Vergleich machen mit einer normalen Stratocaster. Er ist wirklich sehr dunkel und es spiegelt auch ein bisschen diese hohe Ausgangsleistung dieser Pickups, denke ich, wieder generell. Mal abgesehen von den 500 dahin. Ja, 689 war damals der Preis, würde heute entsprechen 975 oder 976 €. Im Neupreis, ich habe euch ja gezeigt, die Gitarre geht zu unterschiedlichen Preisen im Markt weg. Wie viele es davon sind, wie viele überlebt haben, weiß ich nicht. Sehr häufig habe ich sie jedenfalls nicht gesehen. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen?
Ich bin rundum zufrieden mit meinem Einkauf. Ich habe eine gute Substanz bekommen. Auf der Basis werde ich jetzt noch ein paar Verbesserungen vornehmen und dann werden wir sie mal in einen dicken Vergleich mit einer echten Stratocaster ziehen und mal schauen, wie weit denn doch die Konstruktion den Klang wegnimmt von einer normalen Stratocaster. Ja, das war es auch schon für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Danke, danke, danke. Und wenn ihr mögt, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Es wird wirklich helfen, um den Kreislauf der Gitarren am Laufen zu halten. Ja, ansonsten wie immer, bleibt gesund, bleibt musikalisch, bleibt fröhlich. Bis bald, euer Toko.